Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbares Bauernbrot und zwar genauso wie ich es immer mache und wie auch du da jetzt halt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Wir beginnen damit, dass wir uns einen Vorteig erstellen und dafür benötigen wir 130 Milliliter lauwarmes Wasser. Dort geben wir 0,8 Gramm Trockenhefe oder 2,4 Gramm frische Hefe, 150 Gramm Roggenmehl Typ L50, das macht das Brot richtig schön aromatisch lecker. Die Zutaten verrührst du zu einem glatten Teig. Dieser wird sehr kompakt sein. Sammel noch die Teigreste vom Rand zusammen. Dann gib noch den drauf und jetzt darf das Ganze für etwa 16 Stunden bei Zimmertemperatur gehen. Nach dem Vorteig erstellen wir noch das Quellstück. Dafür benötigst du 60 Gramm Haferflocken kernig und auch 60 Milliliter kaltes Wasser. Du verrührst die Haferflocken mit dem Wasser und dann darf das Ganze genauso für ungefähr 16 Stunden mit Deckel in den Kühlschrank gegeben werden. Am nächsten Morgen kannst du sehen, wie wunderbar der Vorteig aufgegangen ist und richtig schön Blasen wirft. Auch das Quellstück ist jetzt soweit. Und nun erstellen wir uns den Hauptteig. Dann richte dir deine Schüssel her. Dort gibst du das Quellstück hinein. Wirst du es dir denken können, natürlich auch der Vorteig. Da siehst du, wie schön schaumig, blasig er geworden ist. Und riecht wunderbar frisch nach Roggen und ein wenig Hefe. Wenn du die beiden Zutaten in der Schüssel hast, gibst du noch 260 Milliliter lauwarmes Wasser dazu und löst das Quellstück und den Vorteig darin auf. Nun kommen noch 3 kleine Teelöffel in etwa 10 Gramm Salz dazu. Genauso wie 1,5 Gramm Trockenhefe oder 4,5 Gramm frische Hefe. Auch das vermengst du im Wasser. Nun kommen noch 125 Gramm Dinkel-Vollkornmehl dazu. Vermenge nun nochmal die Zutaten miteinander, solange bis das Mehl das Wasser gebunden hat. Danach sollte alles für 20 Minuten ruhen, sodass die Hefe noch ein wenig ihre Arbeit tun kann. Nach den 20 Minuten gib noch 300 Gramm Dinkelmehl Typ 630 hinein und verrühre nochmal alles, sodass sich ein guter, kompakter Teig bildet. Kratze noch mit Hilfe deines Teigschabers den Rand ab. Und dann lass den Teig nochmals für 2 Stunden bei Raumtemperatur gehen. Nach jeweils 30 und 60 Minuten lege und falte den Teig. Feuchte dir dafür deine Fingerchen an, damit der Teig nicht daran kleben bleibt. Und dann schlag ihn einfach um, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Der Teig ist nun um einiges griffiger geworden, riecht weiterhin wunderbar nach frischer Hefe und ist bereit für die weitere Verarbeitung. Bemehle deine Arbeitsfläche dafür. Ruhig großzügig, bei mir war es ein bisschen zu viel, jedoch kann ich das Mehl gleich noch verbrauchen. Und dann gebe deinen sämigen Teig darauf. Mehle den Teig nun noch von oben, drücke ihn dir flach und nachdem er noch relativ feucht ist, nimm am besten deine Teigkarte und schlage ihn in allen Seiten noch ein. Und du wirst merken, bei jedes Mal wird er etwas griffiger
Und dann kannst du dir auch schon bereits deinen Teigling drehen. Nachdem ich festgestellt habe, dass mir der Teigling nicht griffig genug ist, drücke ich den Teigling erneut flach und drehe erneut meinen Teigling daraus. Das gefällt mir nämlich viel besser. Und dann kann ich auch schon mein Gärkörbchen nehmen. Das bemehle ich großzügig und kann sogleich den Teigling mit dem Boden nach oben hineingeben. Den Boden bemehle ich auch noch großzügig, ruhig ein bisschen einstreicheln, das kann der Teig gut vertragen. Und dann gebe ich mein Tuch darüber und nun lassen wir ihn für ungefähr eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Nach 30 Minuten heize ich meinen Backofen mit gusseisernen Topf auf 230 Grad ein. Nach der Stunde ist der Teigling nun soweit und kann auch bereits aufs Backpapier gegeben werden. Ich schneide ihn noch kreuzförmig ein, damit lege ich auch die Aufbruchskante fest. Dann hole ich meinen Topf raus, Vorsicht heiß, und gebe den Teigling samt Backpapier hinein. Noch ein wenig auskleiden, Deckel drauf und dann für die nächsten 40 Minuten mit Deckel bei 200 Grad backen und danach nochmal für ca. 20 Minuten ohne Deckel, sodass er knusprig ausgebacken wird. Wieder einmal wohlig duftend kommt das Brot aus dem Backofen raus und schaut euch mal an, wie toll das geworden ist. Herrlich. Wir machen sogleich die Klopfprobe, denn nur wenn es sich hohl anhört, dann ist es letzten Endes auch durchgebacken. Und nun lasst das Brot noch für etwa 2 Stunden ausziehen, sodass die Feuchtigkeit im Brot bleibt und nicht entweichen kann. Hör dir mal an, wie knusprig das ist. Mit einer wunderbar grobporigen Krume. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken, lasst es euch gut gehen, bis bald, pfiat's euch. Aber einen habe ich noch. Es gibt nämlich nichts Besseres als frisch gebackenes Brot, dick mit Butter, zu bestreichen und es einfach nur herzhaft zu genießen. Mmh.